Ich habe ja noch so ein Haselnuss-Biskuitboden übrig von unserem letzten Video von der Eierlikör-Torte. Und da habe ich mir gedacht, da machen wir was Tolles draus. Und beim Genieß dich glücklich Kuchen habt ihr ja so viele tolle Ideen gehabt, auch was man da kombinieren kann. Naja, Schokobanane bin ich auch absolut dafür. Darum habe ich hier schon mal ein paar Bananenscheiben geschnitten. Und die tauchen wir in Zitronensaft, damit die uns nicht braun werden. Weiter geht's mit dem Tortenringle. Das brauchen wir natürlich auch wieder, ne? Und unsere Tortenfolie, die habe ich euch ja schon mal gezeigt. Da bin ich auch voll der Fan davon jetzt mittlerweile, ne? Das kommt jetzt nämlich zwischen Boden und den Tortenring. Das löst sich dann alles total super ab und man sieht auch dann sein Werk so schön. Ruckzuck geht es, sag ich euch. Jetzt suchen wir uns die schönsten Bananenscheibchen raus und die positionieren wir so am Rand drumrum. Und jetzt gucke mal die Banane an, da ist nix braun, ne? Super Tricks mit der Zitrone, kann ich euch sagen. Jetzt brauchen wir dann ein bisschen Bananennektar und ein wenig Wasser. Ach, übrigens, das Rezept für den Haselnuss-Biskuitboden, den schreibe ich euch nochmal in die Infobox und ihr könnt auch gern beim Eierlikör-Video gucken, ne? Und hier tun wir jetzt in unser Bananenwasser ein bisschen Torteguss rein und das ganz vorsichtig hier unterrühre und ganz langsam aufkoche. Und schön fleißig rühren, nicht vergessen. So, bloß kurz aufblüppeln lassen und gleich in die Bananenchen rein. So, mal jetzt hier unterheben, weil das wird so schnell fest. Und da rührt er einfach so ganz ein kleines bisschen noch, nicht ganz so heiß, aber so ziemlich warm schütteln wir das dann da drauf. Schaut halt, dass ihr euch das Ganze so ein bisschen in eine große, weite Schüssel schüttet, ne? Weil es wird nämlich schnell wieder ziemlich fest. Da muss man einen richtigen Moment abpassen und dann geht das schon sein Jahr. Dann noch ein bisschen glatt steigen, ne? Ein bisschen abkühlen lassen kurz. Und dann stellen wir es auch schon gleich in den Kühlschrank, ne? Jetzt kommt der Oberhammer, Leute, ne? Jetzt machen wir unsere Stracciatella-Sahne. Die schmeckt so mega lecker, das glaubt ihr gar nicht. Die Sahne immer erst ein bisschen anschlagen und dann machen wir Vanillezucker und Sahnesteif mit dazu. Das ist mein kleines Rührtöpfchen, ist das nicht süß? Aber aus der Puppenstube geklaut. So, die Sahne ist steif, ne? Da müsst ihr mal ein bisschen aufpassen, dass es nicht überschlagt, weil sonst wird's wieder Butter, ne? Und da kommen jetzt unsere Schokoraspeln rein. Die tun wir ganz vorsichtig unterheben. Und dann ab auf den Kuchen. Schön glatt streichen. Und da kann man auch so Teigkarten nehmen, ne? Das geht auch ganz gut für den Anfang. Das Rezept zum Lesen und die genauen Mengenangaben und alle meine Arbeitsmittel, die findet ihr alles unten in der Infobox. So, wenn die Mitte so ein wenig glatt ist, ne, können wir schon mal dann so eine kleine Winkelpalette wieder nehmen. Da kann man dann ein bisschen filigraner arbeiten, ne? Ist das nicht herrlich, so eine Stracciatella-Sahne? Mensch, meine Tochter hat früher mir gesagt, stolzer Teller, Mama, stolzer Tellereis. Und hier oben wieder, ne? Du da ganz vorsichtig wieder die Sahne ein bisschen wegmachen für die letzte Schicht, da das auch so richtig schön sauber wird. Jetzt kommt noch schon die letzte Schicht, unser Topping. Da habe ich ein bisschen Bananennektar und Dessertsoßenpulver ohne Kochen. Und dann müsst ihr ganz schnell rühren und ganz schnell sein, weil die wird so schnell dick, ne? Das habt ihr ja schon geschrieben, Leute. Also ruff und gleich verstreiche. Schau, wie schön Bananengelb. Was für ein wundervoller Abschluss. Und so stellen wir es jetzt nochmal zum Durchkühlen in den Kühlschrank. Was für ein lecker Stückchen Kuchen, Leute. Nascht euch irre. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ciao, macht's gut.